Wenn du wissen willst, welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen, fliegen zu lernen, was du bei der Wahl der für dich passenden Lizenz zu beachten hast und was dich der Spaß kosten wird, dann bleib dran, denn ich verrate dir gleich, was du unbedingt vor deiner Ausbildung wissen solltest. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen. Also, die Frage nach der passenden Lizenz lässt sich zwar nicht in einem Satz beantworten, aber sie lässt sich schnell und einfach in die richtige Richtung lenken, wenn du dir selbst vorher ein paar Fragen beantworten kannst. Denn bevor du dich Hals über Kopf in dein fliegerisches Abenteuer stürzt, solltest du wissen, worauf du hinaus möchtest. Denn das ist für deine Entscheidung ausschlaggebend und bestimmt zudem maßgeblich das Verhältnis zwischen Zeit und Kosten der Ausbildung. Fangen wir auch gleich von vorne an. Solltest du vorhaben, das Hobby zum Beruf machen zu wollen, kommst du wohl nicht an einer CPL, also kommerziellen Pilotenlizenz, vorbei. Hättest dann aber genau zwei Möglichkeiten zur Auswahl. Erstens, du machst die Ausbildung über eine Airline mit dem Ziel, die ATPL zu erlangen. Das ist die Lizenz, um später mal die ganz großen Flieger für eine der großen Anbieter zu fliegen. Oder zweitens, du suchst dir eine Flugschule in der Nähe, welche dir privat die Ausbildung anbieten kann. In beiden Fällen haben wir eine ganze Stange Geld, die den Besitzer wechselt. Das sind in der Regel zwischen 80 und 120.000 Euro. Mittlerweile gibt es dafür aber auch passende Finanzierungs- und Fördermodelle, bei denen du dich aber vielleicht temporär von möglichen Kreditgebern abhängig machst. Wenn du allerdings sagst, du willst das Thema langsam angehen und den Berufswunsch aus Kindestagen zum Hobby machen, kannst du dem wesentlich flexibler und teils auch um einiges günstiger entgegentreten. Und das Schöne an der Privatfliegerei ist, dass du viele Dinge modular machen kannst. Das heißt, einige Sachen sind aufbauend auf deiner fliegerischen Erfahrung durch verkürzte Ausbildungen möglich. Um es jetzt hoffentlich etwas überschaubarer zu halten, kürzen wir erstmal aufs Wichtige. Frage dich zunächst, welche Art von Flugzeugen du gerne fliegen möchtest. Denn zusammen mit deinem Budget richtet sich auch diese Entscheidung danach, welche Lizenz du anstreben solltest. Bist du Team Lilienthal und würdest gern Motorkraft durch Können ersetzen und bringst Zeit mit, dann wäre wohl der Einstieg über die Segelfliegerei ein passender Start für dich. Die Ausbildung zieht sich durch saisonale Abhängigkeiten im Schnitt ca. 2 bis 3 Jahre. Aber hier hast du die Möglichkeit, dich mit der reinsten Art und Weise des Fliegens auseinanderzusetzen. Du lernst dabei nicht nur das Fliegen, sondern auch mit Energie zu haushalten, die nicht vom Motor kommt. Vor allem aber machst du dich mit deiner Umwelt vertraut. Denn sie ist es, die dich in Form von Wind, Wolken und deren Entwicklung stets begleitet. Das Beste für dich dabei, du kannst trotz längerer Ausbildungszeit für einen schmalen Taler unglaublich viel Erfahrung sammeln und hast die Basics der Fliegerei definitiv intus. Hier liegen wir bei einem Budget von ca. 2.000 bis 4.000 Euro. Wobei die Preisgestaltung stark davon abhängt, ob du eine Flugschule besuchst oder ob du die Ausbildung in einem Verein machst. Denn durch die Vereinsarbeit kannst du hier auch nochmal etwas Geld gegen Zeit eintauschen. Wenn Lilienthal nicht dein erstes Vorbild ist, stehst du nun wieder im Fokus der Fragen. Der Luftsport-Geräteführerschein, also die Lizenz für Ultraleichtflugzeuge, ist einer der beliebtesten Möglichkeiten, in die Luft zu kommen. Heutzutage sind diese Flugzeuge nicht mehr nur motorisierte Gartenstühle. Selbst einfache schul- und vereinstaugliche Flugzeuge wie die C-42 sind absolut beliebte Preis-Leistungskiller. Bei einer Reisegeschwindigkeit von ca. 140 bis 160 km pro Stunde und super Flugeigenschaften stehen diese Flugzeuge mittlerweile in nichts mehr nach. Und von Modellen wie der VL3, WT9 oder Black Shape, die Reisegeschwindigkeiten weit jenseits der 200 km pro Stunde Marke haben, sprechen wir dabei noch nicht einmal. Du solltest dir aber vielleicht bewusst sein, dass du nicht auf allen großen Verkehrsflughäfen landen kannst, du maximal zu zweit fliegen darfst und dabei immer auf nationale Rechte und Restriktionen begrenzt bist. Realistische Kosten dafür sind ca. 4.500 bis 7.000 Euro. Ebenfalls natürlich wieder abhängig von Verein oder Flugschule und dem eingesetzten Flugzeugmuster. Wenn du dich irgendwo zwischen den beiden Lizenzen siehst, habe ich einen Vorschlag, der oft nicht genannt wird. Denn seit August 2020 kannst du wieder eine Motorseglerlizenz erwerben. Die Reisemotorsegler sind ein cooler Mittelweg aus beiden Sparten und ich für meinen Teil fliege sie extrem gern. Du hast die Vorteile der Gleiteigenschaften eines Segelflugzeuges, kannst sogar im Nachhinein eine Umschulung auf reine Segelflugzeuge machen und hast auch noch die Möglichkeit, durch eine kurze theoretische Weiterbildung sowie einer stark verkürzten praktischen Ausbildung die UL-Lizenz zu erwerben. Die Kosten für TMGs sind ähnlich der Preisgestaltung der Ultraleichtflugzeuge. Nachdem du einige Flugstunden gesammelt hast, kannst du die Leiter der Lizenzen auch weiter modular erklimmen oder dich gleich zu Beginn dafür entscheiden, die Light Aircraft Pilot License anzustreben. Perfekt für europäisches Recht darfst du Propellerflugzeuge mit einem kolbengetriebenen Motor durch den europäischen Luftraum bewegen.
Dabei darfst du aber die Abflugmasse von 2 Tonnen nicht überschreiten und darfst maximal 4 Personen an Bord haben, dich also mit eingeschlossen. Das sind dann im Prinzip die klassischen Flugzeuge von zum Beispiel Cessna oder Piper. Tatsächlich ist diese Lizenz in unseren Breiten auch sehr stark gefragt, da auch hier die Ausbildung, wie gesagt, vom TMG kommend, verkürzt ist und die gesetzlichen Anforderungen in Sachen Pflichtstunden etc. für neue Schüler auch leicht abgekürzt wurden als bei der PPL-Lizenz, zu der wir gleich noch kommen. Preislich kommen wir aber langsam in etwas teurere Gefilde. Die Stundenpreise für Ausbildungsflugzeuge variieren dabei bereits um die 160 € aufwärts und bei 30 Pflichtstunden, dem Theorieunterricht, Prüfgebühren und deiner persönlichen Ausrüstung wie Karten, Headset, Flugbuch und Co. schaffen wir es hier auf einen Geldeinsatz von ca. 8.000 bis 11.000 €. Nun also zur Meisterklasse, der Private Pilot License. Hier hast du die ausführlichste und umfangreichste Möglichkeit zur Hobbyfliegerei zu kommen. Vorgeschrieben sind 45 Pflichtstunden in Praxis und 100 Stunden Theorieunterricht. Du fliegst natürlich anfangs ebenfalls die Klassiker von Piper, Cessna oder Cirrus, allerdings bietet dir diese Lizenz auch einige Vorteile. Du kannst neben der auch im Lappel zu erwerbenden Nacht- oder Kunstfluglizenz auch auf mehrmotorige Flugzeuge umschulen, kannst Berechtigung für den Instrumentenflug oder gar ebenfalls modular die CPL erwerben, die ich eingangs erwähnte. Darfst Flugzeuge mit mehr als 2 Tonnen und 4 Personen durch die Lüfte jagen und die PPL ist überall auf der Welt gültig. Preislich ist diese Ausbildung wohl mit ca. 13.000 bis 16.000 € die teuerste. Allerdings sind dir nach oben erstmal keine Grenzen mehr gesetzt. Mein Fazit aus den vielen geteilten Informationen: Liegt dein Interesse eher darin, majestätisch durch die Luft zu gleiten, das Fliegen von Grund auf zu verstehen und dabei deine Umwelt mit einzubeziehen, ohne einem straffen Zeitplan zu folgen? Dann geh Segelfliegen, denn von hier aus kannst du dich auch langfristig bis zur PPL modular hocharbeiten. Ist dir die motorlose Möglichkeit eher nichts und du willst dabei erstmal aufs Geld achten, dann starte am besten mit der Motorsegler-Lizenz. Denn hier bekommst du im Anschluss die UL-Lizenz wirklich günstig und kannst auch hier wieder upgraden. Oder setz dich, wenn du wirklich nur UL fliegen willst, gleich da rein. Und wenn dir der preisliche Aspekt egal sein darf, du gleich lernen willst, größere Maschinen zu fliegen, dann ab mit dir zum Lappel für europaweiten Flugspaß mit Freunden und Familie oder zur PPL, wenn du gar vorhast, noch mehr aus deiner fliegerischen Karriere zu machen.